er will, dass jeder Freund in seiner Religion bleibt. Er will keine neue Religion gründen. Es soll der katholische im Katholikenkreis bleiben, der evangelische in seine Kirche gehen, die Orthodoxen sollen Orthodoxen bleiben. Es gibt Buddhisten im Freundeskreis, Mohammedaner. Es ist überkonfessionell. Als Not und Pein die Welt regiert und manche Seele bitter friert, da kam ein kleiner, schlichter Mann und der zerbrach der Krankheit Bann. Er sprach nun Heimat gibt es nicht und wies uns Menschen hin zum Licht. Bruno Gröning ist sein Name, er kam von Gott zu uns gesandt. Der Blinde sieht, es geht der Lahme, weil sein Gott die Krankheit bannt. Bruno Gröning wurde am 30. Mai 1906 als Sohn eines Maurerpoliers in Danzig-Oliva geboren. Bereits als Kind wirkte er beruhigend und heilend auf Menschen und Tiere. Nach dem Besuch der Volksschule begann er eine kaufmännische Lehre, die er aber auf Wunsch seines Vaters nach 2,5 Jahren abbrach, um Zimmermann zu werden. Aber auch hier kam es zu keinem Abschluss, da seine Firma ein Vierteljahr vor Beendigung seiner Lehrzeit mangels Aufträgen schließen musste. In den folgenden Jahren lebte er von den verschiedensten Tätigkeiten. Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1943 zur Wehrmacht einberufen, 1944 verwundet und geriet 1945 in russische Gefangenschaft. Aus dieser wurde er im Dezember des gleichen Jahres nach Westdeutschland entlassen. Er nahm sich im hessischen Dillenburg eine Wohnung und rief dort gemeinsam mit Flüchtlingen aus dem Sudetenland das Hilfswerk der Vertriebenen ins Leben. Von Dillenburg aus führte Bruno Grönings Weg im März 1949 nach Herford. Hier rückte er über Nacht ins Schlaglicht der Öffentlichkeit, als die Heilung eines Jungen bekannt wurde, den verschiedene Ärzte und Professoren bereits aufgegeben hatten. Innerhalb weniger Tage strömten Hunderte und Tausende Heilungssuchende nach Herford. Sie alle hofften, von Wunderdoktor Gröning geheilt zu werden. Und tatsächlich, 3 Monate lang ereignete sich vor dem Wilhelmsplatz das Unfassbare. Der einfache Mann aus Danzig ließ Krankheiten einfach verschwinden, gegen die die Ärzte machtlos waren. Im Hof, über einen Garten, der schon ganz zertrampelt war, waren lauter Kranke, Gelähmte, Halbgelähmte und so weiter. Und mit einmal fing da ein Geschrei an, wenn ich da war, und mit einmal konnten Leute gehen dort. Es war zur selben Zeit, später haben wir es rekonstruiert, wo er in Velbert heilte, ging da die Heilung auch los. Es dauerte 2 Stunden und er kam zurück. Ich muss sagen, mir haben die Tränen in den Augen gestanden, so erschüttert war das für mich. Und guckt mich nur an, sagt, na, sind Sie da? Na, was habe ich gesagt? Die vielen Menschenansammlungen auf dem Wilhelmsplatz habe ich erlebt. Ich habe erlebt etwas, was so aus der Vernunft nicht zu erklären war. Zunächst einmal war es für mich sehr tief beeindruckend, dass die Menschen, die dort waren, sehr friedlich miteinander umgingen. Wenn er erschien auf dem Balkon, dann war natürlich eine besondere Ruhe da, von der ich eher sagen würde, dass das eine friedfertige Ruhe war, in der eine hohe Spannung aber trotzdem lag. Und wenn Sie dann erleben, dass Menschen, die vorher offensichtlich wohl sich nicht anders bewegen konnten, dann aufstanden und
herumgingen, nicht, dass sie ihre Krücken wegwarfen. Und das habe ich ganz ohne Frage so bei ihm erleben dürfen, dass dort Dinge geschahen, die nicht erklärbar waren, die aber festzustellen waren und die sich ganz wesentlich von den sonstigen Behandlungsmethoden unterschieden. Auf das Drängen der Ärzteschaft hin schritten die Behörden ein und erlegten Bruno Gröning ein Heilverbot auf. Er musste Herford verlassen. Im Auftrag der Zeitschrift Revue unterbreitete der Marburger Mediziner und Psychologe Professor H.G. Fischer Bruno Gröning im Juni 1949 das Angebot, seine Heilmethode wissenschaftlich zu überprüfen und ihm somit den Weg zu einem freien Wirken zu ebnen. Bruno Gröning nahm das Angebot an und Ende Juli kam es in Heidelberg in Zusammenarbeit mit der dortigen Universitätsklinik zu einer wissenschaftlichen Untersuchung des Phänomens Gröning. Das Ergebnis war für die Wissenschaftler sehr verblüffend, denn auch unter den kritischen Augen der Ärzte traten erstaunliche Heilungen ein. Im September 1949 war dann der Rosenheimer Traberhof in aller Munde. Hierhin zogen Tausende und Abertausende Menschen, die in Bruno Gröning ihre letzte Chance sahen. Es war ein gewaltiges Zeugnis für die Not der Zeit, aber auch ein erschütterndes Zeugnis für die Unfähigkeit der Wissenschaft, Herr über Elend und Krankheit zu werden. Das materialistische Denken hat in den Abgrund geführt. Das Wirken am Traberhof verwies auf eine neue Zeit, in der der Mensch wieder zurück zu Gott findet und erkennt, dass er ohne ihn nichts kann. Hier war eine höhere Macht am Werk, die der Auffassungskraft des Verstandes verschlossen bleiben muss. Bruno Gröning stand nur auf dem Balkon, sprach zu den Menschen und das Unglaubliche geschah. Lahme warfen ihre Krücken von sich und konnten wieder gehen, Blinde wurden sehend. Und dann hörte ich als erstes eine Frau, schrie sie auf einmal, Herr Gröning, Dankeschön. Und dann nahm die ihren Krückstock und schmiss den da in die Leute rein. Ich kann wieder gehen. Und da steht neben mir ein Mann, und der wollte wohl weg oder weiß nicht, wieder einmal nimmt er eine Hand und springt über diesen Pferdekoppel. Mit einer Hand, der war so ungefähr 50 Jahre alt. Und springt über die Koppel rüber. Dann sage ich, na, Sie sind ja hier verkehrt am Platz, was wollen Sie hier? Und dann lacht er, dann kommt er zurück und fasst die Brieftasche rein und sagt, gucken Sie mal. Das war also, ich erinnere mich, also wenn ich mich nicht irre, war das ein Freitag, wie ich da war. Ich bin Sonntag hier gewesen. Am Sonntag bin ich noch ein 100%iger Schwerversehrter, Kriegsversehrter gewesen. Auf 2 Krücken. Und da hat er mir seinen Ausweis gezeigt, dass er 100%ig kriegsversehrt ist. Und er sagt, seitdem gehe ich. Und der ist nach 4, 5 Tagen schon über so einen hohen, die Pferde, ja, wie viel Meter wird das gewesen, nicht? Dass die Pferde nicht rüberspringen. Das war ja ein Pferdegestüt. Da ist er mit einer Hand darüber gesprungen. Und wissen Sie, wie ich denn da ankam und aufstieg? Also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschenmassen draußen vor diesem Traberhof. Also Tausende von Menschen, würde ich sagen. Im Rollstuhl, Gelähmte, Kinder, die weinten mit Ausschlag. Und also es war schon für mich seelisch sehr belastend. Kann man sagen, ein Elendsheer? Ein Elendsheer, ja. Und diese Leutchen, die drückten ja alle an diese großen Scheiben von diesem, da vom Traberhof, wo wir da waren. Nicht? Das war ja eine große Halle, und darum alle Scheiben. So, ich kam ja nur mit rein, aber mit Geschubse, mit Gedränge. Und vorne war eine Bühne und da saßen Rollstuhlfahrer, auf Stühlen Gelähmte, Blinde. Und ich saß an sich so, der Gröning hatte so alles rein, war angeordnet, das hat er nicht bestimmt vorher, seine Leute. Und dass er überall durchgehen konnte, er wollte eine Massenheilung machen. Und vorher war dann diese Einzelheilung. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass diese Leute, also bestimmt waren es 3 Stück, aus dem Rollstuhl aufstiegen und Schritte machen konnten. Das habe ich gesehen.
Bis zu 30.000 Heilungssuchende kamen täglich hierher. Es geschahen Fern- und Massenheilungen, und viele Menschen fanden durch Bruno Gröning wieder zum Glauben an Gott. Nach der Traberhofzeit zog sich Gröning in die Bayerischen Berge zurück, um einige Angebote zur Errichtung sogenannter Heilstätten zu prüfen. Obwohl ihm viele solcher Angebote vorlagen, kam es jedoch nie zu deren Verwirklichung. Einige geschäftstüchtige Helfer, denen es nur darum ging, Geld an dem Phänomen Gröning zu verdienen, hatten dies zu verhindern gewusst. Gleichzeitig suchte er nach immer neuen Wegen, um legal und in geordneten Bahnen wirken zu können. Es wurden die verschiedensten Vereine gegründet, um ihm ein freies Wirken zu ermöglichen. Jedoch bewirkten sie nur das Gegenteil, da die Vereinsobmänner nicht in seinem Sinne handelten. Jene, die an ihm nur verdienen wollten, erwiesen sich als seine größten Feinde. Sie setzten alles daran, das Vertrauen der Heilungssuchenden zu Gröning durch das Verbreiten von Lügen und Verleumdungen zu zerstören. Und doch konnten sie nicht verhindern, dass auch weiterhin große Heilungen geschahen. Ja, also das Herausragende war eben, dass da ein Mann reingetragen wurde, der nicht laufen konnte, wurde hinten in den Saal gelegt. Und Bruno Gröning hielt dann seinen Vortrag. Und dann plötzlich sagte dann jemand, Herr Gröning, hier hinten liegt noch einer. Und er reagierte eigentlich gar nicht drauf, sagte bloß mal so nebenbei, ich vergesse niemanden. Und hielt seinen Vortrag weiter. Und als nachher der Vortrag beendet war, stand dieser Mann plötzlich auf, konnte gehen, ging an die Theke und holte sich einen Schnaps. Also das war so was Unfassbares. Ein Mensch, der nicht laufen kann, der da reingetragen wird, dann nach ein paar Stunden aufsteht und weggeht. Die Frau Weber, die war seit Geburt ihrer Tochter bettlerisch an für sich in einer Ausführung gelebt. Fast 25 Jahre lang hatte die dort, war sie bettlerisch. Die konnte nur aus dem Bett geholt werden, im Stuhl gesetzt und auch wieder hingebracht werden. In dieser Zeit hörte man etwas im Allgemeinen von Gröning, sage das jetzt, wie es so Landessprache üblich war. Ein Wunderdoktor lebt in Herford, ein Gröning. Und die Familie Weber hatten selbst ein Fahrradgeschäft, Motorradgeschäft, wollten da auch was für ihre Mutter tun, damit es wieder besser wurde. Und da hat er mich darauf besonnen, mal Herr Gröning einzuladen. Das ist auch geschehen. Nach einer Zeit hatte er zugesagt, kam Herr Gröning auch mit einem Stab. Er und noch 2 Männer, der Personen. Und da saß die Frau Weber gegenüber, das war 3 Meter, 2 Meter, 3 Meter, saßen sie gegenüber. Auf der anderen Seite am Tisch, wo Frau Weber immer saß, in dem Stuhl. Wir hörten nur auf einmal, wo es zu Frau Weber sagte, Frau Weber, stehen Sie auf und kommen auf. Ja, die Frau Weber stand auf und lief ihm entgegen. Und in dem Moment, wo wir das mitkriegten, die Frau Weber macht einen Freudenschrei und er sagte, Sie können laufen, stehen Sie, kommen Sie. Da ist er auf ihn zugegangen. Bruno Gröning hatte nur das eine Ziel, den notleidenden Menschen zu helfen. Das versuchten seine Feinde zu verhindern. Sie strebten sogar einen Prozess an, um Gröning endgültig auszuschalten. Im März 1955 erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen ihn. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz und fahrlässige Tötung in einem Fall lauteten die Anklagepunkte. Die erste Verhandlung fand im Juli und August 1957 statt, die zweite im Januar 1958. Ein endgültiges Urteil wurde jedoch nicht gesprochen, da beide Urteilssprüche durch Berufung bzw. Revision angefochten wurden.
Nach diesem mühevollen Weg durch die Instanzen kam es schließlich am 22. Januar 1959 um 9 Uhr vor dem Oberlandesgericht München zur entscheidenden Verhandlung. Doch sie fand ohne Gröning statt, da dieser zur gleichen Stunde auf dem Operationstisch einer Pariser Krebsklinik lag. Nachdem er bereits am 8. Dezember operiert worden war, hatte der Verschluss des Dickdarmbogens diese zweite Operation unumgänglich gemacht. Doch die Ärzte konnten Gröning nicht mehr helfen. Am 26. Januar um 13:46 Uhr starb er in Paris. Obwohl die Todesursache mit Magenkrebs angegeben wurde, gestand der operierende Arzt Dr. Belanger nach der zweiten Operation: Die Zerstörung in Brunos Körper ist furchtbar, es ist eine totale innere Verbrennung. Bruno Gröning hatte oft gesagt: Wenn man mir das Wirken verbieten wird, verbrenne ich innerlich. Mit dem Ableben des Angeklagten wurde der Prozess für erledigt erklärt und nie ein endgültiges Urteil gesprochen. Der Leichnam wurde eingeäschert und auf dem Friedhof in Dillenburg beigesetzt. War das das Ende? Die tausenden Menschen, die geheilt waren, sind weggelaufen und haben gesagt, Herr Gröning ist tot, es ist aus, beendet. Aber einige Freunde sind nicht weggelaufen und ich auch nicht. Und deshalb, weil ich den Heilstrom genauso weiter spürte, als in der Zeit, als er noch unter uns als Mensch war. Und als ich die erste Heilung miterlebte, da erinnerte ich mich an das Wort, das er mir gegeben hat, als er mein Gast im Jahre 1952 war. Ich fragte ihn, Herr Gröning, wie wird das sein, wenn Sie einmal gestorben sein werden? Ich könnte mir ein Leben ohne Ihre Hilfe nicht mehr vorstellen. Und da gab er mir folgende Antwort: Sterben müssen alle Menschen. Ich werde auch sterben. Aber den Körper wird mir in die Erde legen und ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, dann komme ich und helfe weiter. Wenn es soweit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen können. Das konnte ich, als er mir das sagte, nicht verstehen. Das war mir zu hoch. Aber jetzt, nach der ersten Heilung, erinnerte ich mich daran und jetzt verstehe ich das. Und die Heilungen und die Hilfe jeglichster Art im täglichen Leben erfolgen in ganz, ganz großem Umfang weiter. Im Frühjahr 1985 bin ich zum Bruno Gröning Freundeskreis gestoßen. Ich hatte Angina pectoris, 25 Jahre chronische Stirnhöhlenvereiterung, bin zweimal operiert worden, was nichts gebracht hat. Ich hatte mit den Bronchien viele Jahre Last. Ich hatte viel mit Sodbrennen zu tun, mit Schluckauf und mit der Prostata hatte ich Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Und dies ist mir alles in ganz kurzer Zeit genommen worden. Ich möchte sagen spontan, und ich bin seitdem frei, habe keine Beschwerden mehr und es geht mir wirklich gut. Als ich in die Gemeinschaft kam, hatte ich ein schweres Bandscheibenleiden mit Lähmungserscheinungen im rechten Bein. Ich hatte Ischias-Beschwerden und der Arzt sagte mir damals, wenn es weiterhin so bergab geht, dann würde ich irgendwann im Rollstuhl landen. Ich hatte Myome in der Gebärmutter und sollte die Totaloperation bekommen. Dann hatte ich Magen- und Darmkoliken, Ausschlag am Körper und sehr starke Depressionen. Und ich bin im Jahre 1984 zu Bruno Gröning gekommen. Die Depression habe ich sofort verloren, spontan. Und Myome sind innerhalb einiger Wochen verschwunden, die Angstzustände auch. Und die Bandscheibenbeschwerden, das hat 2-3 Jahre gedauert. Und dann, seitdem bin ich vollkommen frei. Seit meinem 15. Lebensjahr hatte ich mit Drogen zu tun. Am Anfang war es Haschisch, Captagon, An1, Alkohol. In späteren Jahren kam dann LSD dazu und mit 27, 26 bin ich dann auch an Kokain gekommen.
was ich einige Jahre regelmäßig täglich, mehrmals täglich nahm. Durch die Lehre Bruno Grönings bin ich da ganz gesund von geworden und frei geworden, ohne überhaupt einen körperlichen oder seelischen Entzug zu haben. Vor 18 Jahren war ich sehr belastet. Ich hatte eine verschließende Bandscheibe, eine verstauchte Halswirbelsäule durch einen Unfall. Ich hatte Stoffwechselstörungen 12 Jahre, Verdauungsstörungen 25 Jahre, 19 Jahre Rheumatismus an beiden Seiten der Wirbelsäule. Ich hatte einen extrem niedrigen Blutdruck und die Nieren waren ständig angegriffen, Vereiterung, Entzündung, Nierenstein. Ich bin Schwester von Beruf, bin sehr viele Wege gegangen und der Therapieplan war auch sehr groß und 15 Tabletten am Tag war ein Minimum, was ich nahm, und komme hier zum Freundeskreis Bruno Grönings und erlebe über Nacht die spontane Heilung und bin frei von allen Belastungen. Ich nehme keine Tabletten mehr, brauche keine Behandlungen mehr, keine Therapie. Ich bin wieder in meinem Beruf tätig und es fällt mir alles sehr leicht. Ich bin ein gesunder Mensch. Mit 14, 15 Jahren habe ich oft Rückenschmerzen gehabt. Bin mit 17 Jahren zum Arzt gegangen, der dann einen Morbus Scheuermann feststellte. Das ist nach 2 Jahren weiter nochmal festgestellt worden von außen, was vorher nur röntgenologisch feststellbar war, dass sich das verschlimmert hat, sehr stark. Und ich bin dann zur Bruno-Gröning-Gemeinschaft gekommen mit 22 Jahren. Habe anfangs nicht glauben können, ich habe 2 Jahre nur geprüft. Habe es dann doch angenommen, nach 1,5 Jahren war ich zum ersten Mal schmerzfrei, habe mich untersuchen lassen. Bis auf 3 Wirbel war alles ausgeheilt und ein halbes Jahr später waren auch diese 3 Wirbel vollkommen in Ordnung. Röntgenologisch nichts mehr feststellbar, ganz wie jede andere Wirbelsäule von irgendeinem anderen Menschen. Und lebe seitdem schmerzfrei. Wie kommt eine Heilung zustande? Wenn ein Hilfesuchender bittend kommt, wird er in die Lehre Bruno Grönings eingeführt. Und somit wird er angelernt, die Heilkraft aufzunehmen. Und diese Heilkraft reinigt, ordnet und heilt. Und da gibt es kein Unheilbar. Dabei können auch Regelungserscheinungen auftreten, in der Form, dass der eine zum Beispiel warm und heiß spürt, der andere wieder kalt, wieder einer kribbeln und ziehen oder es treten Schmerzen auf. Und wenn der Hilfesuchende sich nach der Lehre von Bruno Gröning verhält und das glaubt, dass das jetzt nicht mehr zur Krankheit gehört, dann kann es vorkommen, dass das ganz schnell geschieht, dass der Körper dadurch gereinigt wird und abgestoßen wird. Und der Körper ist dann frei und die Heilung ist eingetreten. Bei dem einen schneller, beim anderen langsam. Es hängt vom Menschen selbst ab. Regelmäßig alle 3 Wochen finden Gemeinschaftsstunden statt, in denen die Lehre Bruno Grönings weitergegeben wird, Erfolge berichtet werden und die Freunde sich gemeinsam auf den Empfang des Heilstromes einstellen. Außerdem werden in den einzelnen Regionen 2-mal jährlich Tagungen abgehalten. Es existiert eine Erfolgsberichtsgruppe, die die Erfolgsberichte geheilter Personen aufnimmt, und ein Ärztekreis, in dem jeder dieser Erfolgsberichte geprüft und von ärztlichem Standpunkt aus beleuchtet wird. Neben Schulungsbriefen und Kassetten, die kostenlos an die Freunde abgegeben werden, gibt es bereits ein reichhaltiges Schrifttum über Bruno Gröning, das im Grete Häusler Verlag erscheint. Neben Büchern und Videofilmen werden auch Musikkassetten und Kunstpostkarten, Poster und Kinderbücher angeboten. Der Verlag hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Gedankengut Bruno Grönings einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Allen Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, Hilfe und Heilung durch Bruno Gröning zu erlangen. Ist der Bruno Gröning Freundeskreis eine Sekte? Ja, Herr Gröning ist selbst gefragt worden. Und er sagte, nein, das ist keine Sekte. Denn er will, dass jeder Freund
in seiner Religion bleibt. Er will keine neue Religion gründen. Es soll der katholische im Katholikenkreis bleiben, der evangelische in seine Kirche gehen, die Orthodoxen sollen Orthodoxen bleiben. Es gibt Buddhisten im Freundeskreis, Mohammedaner. Es ist überkonfessionell. Aber er soll hier im Freundeskreis den Glauben an Gott wieder festigen und aufnehmen. Und zur Finanzierung. Dieser Freundeskreis verlangt keinen Mitgliedsbeitrag, sondern es ist so, dass jeder Mitarbeiter und ich das aus Dankbarkeit für die eigene Heilung tun und das ganze Werk sich aus freiwilliger Spenden finanziert. 30 Jahre lang litt ich unter einem schweren Rückenleiden mit Veränderungen der Wirbelsäule. Ich hatte 10 Jahre lang Durchblutungsstörungen in beiden Beinen und 20 Jahre lang litt ich unter schwersten Depressionen. 1988 kam ich in die Lehre Bruno Grönings und wurde über Nacht von diesen und anderen Leiden spontan geheilt. Ich bin bis heute ein gesunder und glücklicher Mensch geblieben. Ich hatte eine Hörschwierigkeit, ausgelöst durch einen Hörsturz, der sich so bemerkbar machte, dass die Stärke, die der Ohrenarzt feststellte, bei 45% lag. Er wollte mir ein Hörgerät verschreiben, was ich aber ablehnte. Dann lernte ich die Bruno-Gröning-Gemeinschaft kennen und nach circa einem Vierteljahr stellte ich fest für mich, dass meine Hörfähigkeit normal erschien. Ich ging dann zu einem unabhängigen Ohrenarzt, ließ diesen Hörtest noch einmal wieder neu machen und er stellte die 100%ige Hörfähigkeit fest. Seit frühester Kindheit traten an meinen Bronchien Beschwerden auf, an der Lunge. Ich wurde eingeliefert dann und es wurde festgestellt, dass ich allergisch war gegen viele Speisen, gegen Blüten und Tiere etc., Hausstaub. Deswegen hatte ich auch oft Niesanfälle, die Bronchien immer wieder jeden Monat. Meine Haut war sehr trocken und ich hatte immer Ekzeme an den Kniebeugen, Ellenbogenbeugen und am Hals. Ich musste mich nach dem Baden am ganzen Körper eincremen, weil sonst die Haut riss. Ja, und hinzu kam eine Blasenschwäche, dass wenn ich länger das Wasser anhalten musste oder mich unterkühlt hatte, dass ich tagelang Schmerzen hatte. Ich wurde dann eingeführt in die Lehre Bruno Grönings, nahm dann die Kraft und den Glauben auf, dass alles besser werden könnte. Nach kurzer Zeit war die Blase geheilt. Also ich kann jetzt Wasser aufhalten oder auch im Kühlen mich aufhalten, barfuß laufen, ohne Beschwerden. Creme mich überhaupt nicht mehr ein, auch nach dem Baden nicht mehr. Hab keine Ekzeme mehr und kann jetzt alles wieder essen, kann selber Staub wischen, kann dann Blumen riechen, kann mit Tieren umgehen, ohne Niesanfälle zu bekommen und habe keine Beschwerden an den Bronchien mehr. Es ist von den Ärzten aus unheilbar gewesen und dank Bruno Grönings Lehre und dank der Kraft Gottes durfte ich die Heilung erleben. Wie ich vor gut 2 Jahren in die Lehre von Bruno Gröning gekommen bin, war ich schwer belastet durch einen Grubenunfall. Bei mir waren 2 Wirbeln, die Genick war total kaputt. Und da habe ich 7 Jahre bin ich nach Therapeuten gelaufen, das hat nichts geholfen. Auch der Arzt im Krankenhaus hat mir bestätigt, dass die Heilung unmöglich war. Und ich bin dann durch die Lehre von Bruno Gröning habe ich meine Heilung davon bekommen. Ich hatte auch durch Untertagearbeit Verschleiß in beide Knie. Und das hat sich auch in wenigen Wochen hat sich das rausgestellt, dass durch Bruno Gröning ich auch da die Heilung bekommen habe und ohne Schmerzen bin. Ich bin dann auch zum Krankenhaus gegangen und habe von den Arzt, den ich noch nie gesehen habe, hat das bestätigt, nach Untersuchung. Ich hatte dann auch seit 1981 hatte ich eine Leukämie, hat sich festgestellt, im Krankenhaus beim Untersuchung. Mein Blutbild war total durcheinander. Und auch durch Bruno Gröning habe ich hier die Heilung bekommen dürfen. Das ist auch ärztlich bestätigt.